Hallo. Hallo. Wir malen Vogelhäuser an. Ich habe mir das vorgenommen, ich ziehe das jetzt durch. Ich weiß noch nicht wie viel und wie lange, aber wir machen das jetzt. Ich habe hier ein wunderschönes, warte, nicht die. Warum? Dieses verdammtes... Okay, ihr habt's gesehen. Vogelhaus. Das hier ist der Pinsel, der dabei war. Der ist ganz fürchterlich. Der hat hier das falsche... Moment. Ich muss nochmal hier hin. Fürchterlich. Ja, die Kameraeinstellung hat anscheinend kein Mikro. Ich habe vergessen, dass... Also die Kamera war eigentlich dafür gedacht, für Handaufnahmen, für den Vtuber. Und ich habe die jetzt umgestellt. Aber jetzt ist natürlich kein Wave-Output drin. Mein Stream, wie heißt das Ding? Wave 3 Output-Ding, sondern ein normales Standardmikro. Moment, ich guck mal, wie ich das hinkriege. Das Problem hatte ich schon mal. Ich hatte das Problem... Ja, weil jetzt beide an sind. Warte mal. Da ist es nicht dabei. Wie ging das nochmal? Ich habe das schon mal gemacht. Ich glaube, ich musste das hier als Quelle einfügen, tatsächlich. Und zwar als Audio... Eingabeaufnahme? Ja, da ist es. So, jetzt ist wieder Echo. Und jetzt sollte es okay sein. Richtig? Richtig? Welcher Ach, der Xbox-Controller. Ja, den mag ich auch.
Den habe ich auch schon repariert. Weil irgendwann... Warte, ich guck mal, ob man das sieht. Nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Dieser Button hier, der R-Button, hat hier so eine leichte, raue Oberfläche und der hier nicht, weil ich diesen hier mal reparieren musste. Das war mein erster Xbox-Controller, den ich repariert habe. Hat aber funktioniert. So, was ich gerade eben die ganze Zeit gesagt habe, während das Mikro aus war. Ich habe mir gedacht, wir haben dieses wunderschöne Farbset mit ganzen 6 Farben, was dabei war. Wir haben dieses Stück Plastik mit Borsten drin, das sie als Pinsel dazu gelegt haben. Und wir haben 2 richtige Pinsel. Ich habe überlegt, irgendwas Herr der Ringe Auenland-mäßiges drauf zu machen, aber ganz, 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 ganz billig. Einfach nur so Kinderzeichnungen von Gras und Blumen und so weiter. Aber ich weiß noch nicht genau, was und wie und wo. Und wenn Chat irgendeine tolle, bessere Idee hat, gerne her damit. Hätte ich schon fast mein Pinselwasser getrunken. Weil das direkt neben meinem Trinkwasser steht. Ich weiß aber nicht, wo man hier anfangen soll. Ich würde behaupten, das Dach. Fängt man mit dem Dach an oder mit vorne? Wir können vorne machen und wir können versuchen, hier eine kleine Hobbithöhle draus zu machen. Wir machen hier Rasen hin. Und hier eine schäbige kleine Hobbithöhle da, wo das Ding ist. Oder das Fenster von einer Hobbithöhle. Hier die Tür. Ein Zaun davor. Ich weiß halt nicht, ob das mit den Farben hier möglich ist. Weil wir haben Rot, Gelb, Blau, Grün, Weiß, Schwarz. Das ist nicht allzu viel. Und der Stream ist jetzt ein bisschen sehr scuffed, weil ich den in letzter Sekunde noch gestartet habe. Oha, die Farbe ist immerhin flüssig. Wir sind einen Schritt weiter. Die Farbe ist noch flüssig. Sind meine Katzen außer Reichweite? Ich sehe sie gerade nicht. Ich hoffe einfach mal. Und warte, was hatte Brooke gesagt? Moment. Ich muss mal eben ins Discord gucken. Und zwar ist heute um 21 Uhr die Future Games Show. Das kann sein, dass wir da einfach mal reinlunzen dann. Oh, die Pinsel sind aber ganz schön ausgehärtet. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist. Ich versuche gerade den Pinsel ein bisschen mit Wasser zu verweichen. Na gut. Die Packung war auch schon sehr verstaubt. Das ist eine ganz, ganz, ganz alte Pinselpackung gewesen. Und irgendwo habe ich auch Tuch da. Warte. Wo ist der Anfang da? So, das ist hier das gute Secondhand Küchenpapier. Und wir probieren jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich grün nehme und damit... Okay, es funktioniert. Okay, es funktioniert. Wir versuchen es einfach mal. Ich schiebe mir das Mikro hier ein bisschen weiter hin. Muss man die Farben durchrühren? Was sind das überhaupt für Farben? Das sind keine Dings. Oh, ich sollte das Handy ein bisschen drehen, weil mich sonst die Kamera verliert. So. Jetzt bin ich ein bisschen mehr an der Seite, aber das ist, glaube ich, egal. Und wir fangen an mit Gras. Viele kleine Grashelmchen. Und ich wette, danach ist die Farbe auch schon wieder alle. Was ist mein Affiliate-Jubiläum? Wo siehst du denn sowas schon wieder? Dankeschön. Sagt Twitch. Okay. Das ist ja super nett von dir und von Twitch.
Ich weiß ja nicht so recht. Das Grün ist ein bisschen bläulich-grün. Die Kamera ist so noch nicht das, was ich will. Stell ich da wieder hin. Aber hey, es klappt. Und immerhin deckt es gut. Sieht ordentlich aus. Sieht farbenfroh aus. Schauen wir mal. Ja, danke, aber wenn du wüsstest, was hier hinter den Kulissen abgeht jedes Mal, das ist, Nee. Dankeschön. So, wir haben, mit welcher Farbe male ich denn jetzt die Hobbit-Höhle? Wenn wir Rot, Gelb, Blau, Weiß und Grün und Schwarz haben. Muss ich da etwa mischen? Muss ich Grün und Schwarz mischen oder Braun? Wie kommen wir auf Braun? Schwarz und Gelb? Rot und Gelb? Rot und Gelb. Rot und Gelb und Schwarz? Rot und Gelb. Das ist Braun. Ich Künstler. Ja, und dann ein bisschen schwarz, oder? Wir probieren aus. Sieht man die Farben? Nein, sieht man nicht. Ich muss das irgendwie ein bisschen anders sortieren hier. Was passiert denn, wenn ich dich ein bisschen weiter hier hinschieb? Und mich ein bisschen weiter hier hinschieb? Und die Farben da vorne hinlegen. Warte mal, ich muss sie ihm aufmachen. Wir brauchen Gelb. Wir brauchen Rot. Und wir brauchen vermutlich Schwarz. Oh, das Ding ist... Ihr glaubt nicht, wie wackelig dieses komische Stück Plastik mit den Farben ist. Das kippt uns einfach irgendwann um. Kann ich das da hinstellen? Da. So, also, wir versuchen Rot. Rot. Shit, jetzt muss ich erstmal wieder sauber machen, damit ich ein Gelb kann. Ich mache eine Hobbit-Höhle. Ich versuche es. Außer jemand hat eine bessere Idee. So, was haben wir denn dann? Das ist fast mehr rosa als orange. Wenn wir da jetzt noch einen Tick schwarz nehmen, da lunge ich einfach mal so rein. Was kommt dann raus? Grau, wundervoll. Wasserfarben sind was Tolles. Also das hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht. Das ist jetzt eher grün als irgendwas anderes. Oh, wobei, dunkelgrün, so ein ganz dunkles Grün. Vielleicht funktioniert das, warte mal. Wenn ich da noch ein bisschen richtiges Grün dazu kippe. Oder Gelb? Ah, ich nehme mal hier diesen... Ich habe hier noch einen, wie nennt man das? Kabelbinder. Ich gucke mal, ob ich damit ein bisschen Farbe rausbekomme. Dann mache ich nicht direkt den Napf dreckig. Das ist ein bisschen zu gelb komischig. Oh, ich habe nicht nachgedacht. Das funktioniert auch nur einmal. Da ist jetzt der Kabelbinder hin. Das und da noch ein bisschen Grün rein. Wir kriegen das hin. Ich möchte nur ein dunkleres, leicht oranges Grün haben für die Erde sozusagen der Hobbithöhle. So. Mal gucken. Nee, es ist nicht dunkel genug. Oh, und das kippt mir hier alles schon um. Aber wenn ich jetzt wieder schwarz durchwühle, wird das, glaube ich, zu düster. Oder?
Ah, es ist okay, okay. Hobbit-Höhlen-Time. Ich hätte es gerne ein bisschen orange. Oranger. Aber wir haben kein Orange, wir haben nur das olle Gelb. Und wir haben halt auch nicht so viel von allem. Das ist gut. Jetzt haben wir so ein Grasgrün. Das ist schon okay. Fragt sich nur, wie viel wir davon haben, bis es trocken und alle ist. Wahrscheinlich nicht viel. Oh, und ich muss die Tür muss auch noch rein, die darf ich nicht vergessen. Ah, jetzt habe ich schon so viel gemalt. Lassen wir das da mal aus. Das Grün ist halt echt kein schönes Grün. Das ist so ein ekliges Grün. Und jetzt habe ich es wieder schwarz gemacht. Oh. Pinseln ist nicht gut bei mir. Wir wollen eine Tür und ein Fenster. Oh. Das wird fürchterlich. Das wird alles ganz fürchterlich. Alles viel zu klein. Ich hätte vorher planen sollen. Okay, warte. Wir müssen umdenken. Wir müssen umdenken. Ich hätte ja fast eine Idee gehabt, aber Pappe kann ich da nicht draufkleben. Sonst hätte ich eine Tür aus Pappe gemacht. Wir brauchen Orange. Das hilft alles nichts. Wir brauchen irgendein Orange. Gut. Und das wird halt eher rosa statt... Farblehre ist eine Lüge. Und die Kamera verliert mich ständig. Guck mal, wenn wir hier jetzt... Das wird halt rosa und nicht orange. Naja. Machen wir eine rote Tür. Eine etwas rote Tür. Die muss jetzt aber dick. Da jetzt ein bisschen stoppelig. Oh. Oh, jetzt muss ich aufpassen, sonst haben wir zu viel von den anderen Farben mit drin. Und theoretisch brauchen wir auch noch ein Fensterchen irgendwo. Wenn das hier oben ein Fenster wird, müsste hier eigentlich auch noch eins sein. Aber da habe ich jetzt schon überall gemalt, ich Depp. Ich versuche das nachher alles zu retten, indem ich den Rand, den dunkleren Rand, vernünftiger mache.
ich habe schon ein bisschen mehr von mir erwartet. Raffi, weißt du, worum es nachher in dieser Future Games Show geht? Das war PC, oder? Das war irgend so ein... Ich weiß nicht mehr. War das nicht immer sonst zu Zeiten von der Kili-Show? Ja, ja, das meine ich ja. Eigentlich wollte ich hier noch ein Fenster haben, damit das nicht so komisch aussieht da oben. Aber ja, machen wir ein offenes Fenster drauf. Also mit... bringst mich auf eine Idee. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Aber wir probieren mal was. Ich habe noch ein bisschen Rest Orange hier. Wenn wir so machen... Ah, das reicht nicht. Ich brauche doch noch ein bisschen Rot. Vielleicht kriegen wir das mit Schattierungen hin, dass das aussieht, als könnten wir das... aber das sollten wir dann besser anders machen. Moment. Das wird alles noch übermalt. Verurteilt mich noch nicht. Ich hab eine Idee, aber es dauert ein bisschen. Ich verbrate jetzt nur die restliche Farbe hier. So. Und dann... nehmen wir richtiges Rot. Okay, warte mal. Wenn wir... Sieht man das überhaupt? Nein. Das heißt... wir brauchen ein bisschen Weiß. Okay, warte. Entweder Weiß oder Schwarz für Schatten. Licht, Schatten, Licht, Schatten. Oh boy. Dieses Farbenplastik. Ah. So, dieser Pinsel hier ist jetzt noch ziemlich hart. Klappt, glaube ich, nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mal sehen. Was natürlich auch keine Überraschung ist, weil das bei allen Sachen so ist, die ich hier mache. Ich möchte, dass das ein bisschen rosa wird. Okay. Ich halte meine Hand gerade ganz merkwürdig. Okay. Also es wird definitiv nicht so funktionieren, wie ich es eigentlich wollte. Da bin ich schon ziemlich sicher. Wenn... Nee. Hier ist noch nichts trocken. Deswegen dachte ich...
könnte ein bisschen schattieren. Aber das geht mit diesen Farben nicht halb so gut, wie ich dachte. Habe ich hier... Wo ist der harte Pinsel da? Oder was heißt hart? Mittlerweile ist der auch nicht mehr hart. Ah, wer macht der denn? Nein, nicht so dick. Oh. Ah. Okay, nee, das wird nix. Ah, nee, jetzt habe ich es ganz verbockt. Nicht, wenn man es so macht wie ich. Ich bräuchte einen Stift. Mit einem Stift wäre das easy. Wenn wir da jetzt nochmal knallrot nehmen. Jetzt wieder rosa. Das Problem ist, am Ende muss das eh wieder braun und grün sein. Oh, das ist... das wird auch nicht glatt. Mit diesem Zeug. Alles sehr ausgefranst. Ich schäme mich schon, das Ding draußen aufzuhängen. Meine Kamera gibt ständig einen Geist auf, weil die woanders hinguckt, als ich bin. Weil ich... Das liegt alles ein bisschen seitlich von mir. Okay, das reicht nicht mehr. Mehr grün. Das wird zu hell, oder? Ja, es geht noch. Ah, es malt auch nicht. Es malt nicht, mein Schatz.
wird fürchterlich. Ich glaube, wir machen nur eine Seite. Natürlich habe ich drauf gemalt. Eine Seite mit Tür und versuchen das rund zu machen. Dass wir da ein bisschen... okay. Und dann malen wir die andere Seite über. Das kann man sich ja nicht antun hier. Das könnte sein, dass das tatsächlich mal nach Zahlenfarben sind. Das Problem ist nur, dass das Holz halt auch nicht besonders geil zum Malen da drauf ist. Ich wässer jetzt schon mit Wasser. Ich wässer jetzt schon mit Wasser nach. Ja, schon wieder verbockt. Okay. Besser wird's nicht. Jetzt müssen wir nur irgendeine Form in dieses Haus bekommen. Bin da noch nicht sicher, wie es hier jetzt weitergeht. Eigentlich sind die Dinger ja nicht so gerade und hoch, wie ich es jetzt hier mache. Ich glaube, das ist schon hardcore genug, so wie es jetzt aussieht. Obendrauf kommt auf jeden Fall nochmal helles Gras. Gehen wir hier einfach mal so ein bisschen runter. Mir geht das Grün schon wieder aus. Ah, die Farben. Die werden nicht lange halten. Das ist leider nicht viel, was da an Farben dabei ist. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Das ist wunderschön. Man kann da nicht drauf malen. Das geht nicht. Das geht nicht. Grün. Habe ich hier gerade irgendwo Chat im Chat gesehen? Warte mal. Hab ich. Ich denke, du streamst. Warum bist du hier? Nein, schon wieder übermalt. Oh mein Gott, das ist schlimm. Das ist schlimm.
Ich wünschte, man könnte hell auf dunkel pinseln. Dann hätten wir so viele Probleme nicht nur hier, sondern in der Welt gelöst. Ah, warum wirst du immer dick? Ich will doch nur ein bisschen Holzstruktur. Oh Mann. Ich hoffe, du bereust es. Ui, ui, ui. Wir probieren nachher, was noch mit hell zu retten ist, wenn es einigermaßen getrocknet ist. Dann brauche ich jetzt noch ein bisschen normales Grün. Und unser Grün ist fast auf. Aus. Leer. Oh, das ist ein bisschen dick. Ja, das befürchte ich auch. Wie lange dauert das, bis das alles trocknet? Wahrscheinlich einen Tick zu lange. Wir können mal... Wer hat denn schon eine Idee für eine andere Seite? Falls es da eine Idee gibt. Niemand? Oh, ich muss euch mal eben hier wegdrehen.
Also so schäbig. Nee, das kann ja auch was ganz anderes auf die anderen Seiten. Ich leg's ja nicht drauf an, hier ein 3D-Ding zu bauen. Das wird sowieso nichts. Das werde ich eh nicht hinbekommen. Ah, das ist zu dick. Was denn haben wir noch einen kleineren Pinsel? Einen dünneren vor allem. Was denn mit mir? Irgendwie will hier gar nicht so wirklich dünn malen, was ein bisschen nervig ist. Viel zu dick. Dann muss ich gleich nochmal mit Rot drüber. Ja, ich mach jetzt so. Nee, natürlich nicht. Ihr überschätzt alle meine Malskills. Vor allem, wenn es mit Pinsel anfängt hier. Schick mal ein paar Bilder her. Oder sag mir, wonach ich so googeln soll.
Hm. Naja. Schneeglöckchen. Warte. Wo ist mein... Ach, das ist der große. Das wird schon fast blau. Warum wird grün und weiß blau? Irgendwie habe ich den Verdacht, das ist kein wahres Grün hier. Das ist irgendein komischer Türkiston. Okay, weiter im Text. Lassen wir das bleiben. Ist hier noch irgendwas flüssig bei meinem Grün? Nee, ich glaube nicht. Nicht wirklich.
ich da jetzt durchgehe, kriege ich dann ein bisschen braun hin? Nee. Na gut. Wie viel Zeit haben wir noch, bis das Ding anfängt? Ah, dieser blöde Pinsel. Ah. Das ist alles fürchterlich. 5 was Minuten? Ich hasse alles. Ich hasse alles. Da muss ich gleich mal eben schauen, dass wir ein anderes Fenster noch aufmachen. Wo haben wir denn mein Browserchen? Das heißt Future Games Show. Moment. Im Moment haben wir noch 2 clashende. So, du kannst ruhig sein. Wie machen wir das am besten? Hau ich dich auf Vollbild. Und dann adden wir eine Fensteraufnahme. Und zwar dich. Wie weit haben wir denn? Bis da haben wir. Warum habe ich meine Kamera so komisch? Ich hätte noch viel mehr Platz gehabt, ich Depp. So, oder? So, alles gut?
Nein? Meinung? Ich hätte schon wieder fast das Farbwasser getrunken. Ich brauche mehr. Das ist aber auch doof. Das Blau sieht fast genauso aus wie das. Hello everybody and welcome to the Future Games Show Spring Showcase. My name is Samantha Bayard, though you may know me best as Baldur's Gate 3's lovable hothead Karlach. Fortunately for the sake of my infernal engine and the fate of this fair studio, Ich habe doch gerade gedacht, dass mir die Stimme bekannt vorkommt. Blood War for the next 90 minutes to present today's show. A veritable feast Benjamin. of trailers, yes, Samantha. What did I tell you in rehearsals? Don't cut you off. And what just happened? I immediately cut you You off. immediately cut me off. You've disgraced yourself, you know that. Yes, I'm sorry. Well, go on then, introduce yourself. I'm Ben Starr, and you might know me from the popular social media skits I film alone in my front room, or perhaps my role as the pectorally blessed icon, Clive Rossfield, in Final Fantasy XVI. Beyond the endearing back and forth. It's not endearing. Agree to disagree. Sam and I are here today to get you up to speed on the most exciting video games of the moment. So whether you're watching on a live stream or in the Albatross Theatre at PAX East, hi, stick close to Mama K. And Mama C. And we'll get through this one together. Let's kick things off with our first trailer. And guess what? It's a world premiere. Lauter, leiser? Oder ist es so okay? Wie lang ist denn der Spaß? Steht da nicht. Bisschen lauter, okay. Habe ich so ein Lag drin? That was your first look at Death Sprint 66, a PvP arcade racer coming in 2024. Now, before you all death sprint to your Steam wishlists, let me save you some time. We have our very own Spring Showcase Steam page, which you can find by searching Oh, das habe ich nicht Future Game gehört. Show on Steam.
This is where you can find and wishlist every game featured in the show. And after the show, you can head to the FGS YouTube channel where you'll be able to rewatch all the juicy trailers and see what bonus content our editorial team has been cooking up. Plus, there'll be plenty of articles to read about the games we've covered on gamesradar.com. Okay, I think it's about time we gave the good people what they want. Me with no clothes on again. No, not that. Me with more clothes on. That makes no sense. Next up, we've got a brand new trailer for a game that's already had hundreds of thousands of you smashing that wishlist button. This is Zoocosis. Oh, das haben wir doch neulich noch gesehen. Das hat sehr merkwürdige Trailer, das Spiel. Now you are a zookeeper. The job is not difficult. You have nothing to worry about. Ah, okay, da wieder mehr. Talk about a graveyard shift. Stop a malicious parasite from infecting the animal kingdom in Zoocosis, which is die coming to Leute PC werden later in so 2024. schimpfen, weil die da so eine Comedy-Show we've got a versuchen game draus zu that machen. has the fingerprints of its Das wird den developers ganzen all over Gamern it. gar Because nicht everything is made from gefallen. clay. Ben, I swear to Bahamut. Here's an exciting update on Harold Halibut. Darling Arna, when the ship crashed, I half wondered if life as we knew it would collapse in on itself as well. It seemed like the pressure of the ocean surrounding us was pressing through the ship's hull, and I wondered how any of us, would find a new way to keep going on. There aren't many people I can talk to without feeling inferior. Oh, thanks. No, I didn't mean like that. You're not a Jimmy Judger, you know? You seem to just accept. I try. It could be worse. But there must be more. Oh nein. More to life? Ist das etwa woke? Is that Dr. Computer? Dr. Computer? This opens a whole box of questions. Actually, I did kind of make a mistake. We all make them, Harold. Ah! Who? What? So... We're sorry to put the burden on you, Harold, but you're the next best man for the job. Yes! I mean, yes. So? Finally, players can dive into the stop-motion world of Harold Halibut on PC, PlayStation and Xbox on April 16th. Let's keep this party going with a developer diary from the team behind Flintlock, The Siege of Dawn. Oh, von Flintlock hat man schon lange nichts mehr gehört, oder? I'm Matthew Wood. I'm animation director on Flintlock. Flintlock is a Souls-like RPG where you play as Nor with your companion Enki, a little fox character, taking on great gods,
building on from Ashen, we've tried to go more Souls-light. So we do that by increasing the mobility options and increasing the pace of combat. We're trying to make things more dynamic and hopefully make it more accessible to new players to the Souls genre as well as players from action RPGs. The combat in Flintlock is all rhythm-based, which from an animation side means you need to be able to feel the rhythm through the animation. So every 9 frames is like a beat. So being able to make sure that the player can understand when the next attack's going to come and react accordingly. I think my favourite animation for Nor is just like her basic moveset, combining her axe attacks with her gun attacks, and then also mixing that in with strafing, with rifles. Some of the traversal options in-game would be like jumping, double jumping, dodging, air dodging, sliding down hills, inky rift traveling, and being able to like chain between those. Once you get an enemy down to enough health in a fight, then you can execute a glory kill, either axe or pistol. It's good to animate the glory kills. They're usually the more like complicated choreographed moves, and the ones where you get to take control of the camera to really control the framing of the action as well. At times, we definitely wanted Enki to feel like he was a companion alongside you as you navigate the world, doing all of your jumping and your sliding. So trying to keep him in frame to slide alongside you or jump alongside you. Love a little combat companion. I bet they'd be best mates with Torgal. Flintlock is coming to PlayStation, Xbox, and PC in summer 2024. Sam, I have 2 questions for you. Why have you left me? I'm lonely. And what's up next? No comment. And next up, we have a Souls-like that casts you as a masked warrior in a world trapped in an eternal play. Here's a closer look at gameplay from Enotria, the last song. Sagt mir gar nichts. Kennen wir das? An eternity it spent playing out in the tortured halls of my mind. Mentors, friends, and lover alike turn against you. Whatever end we meet, it has been a delight to compose the song of change together. Enotria. The Last Song. Last Song kommt mir vor wie irgendein Name, der schon oft The swirling maelstrom of creation. Magnificent. Is it not? Enotria The Last Song is coming to PlayStation 5, Xbox, and PC via Epic Game Store on August 21st, 2024. The Constructors is up next, a city builder where you design the neighborhood of your dreams. Let's take a look.
Dust off your hard hats, because The Constructors is coming to PC in Q2 2024. Okay, let's down tools and hand things over to the developers of Tenebris Somnia, an 8-bit survival horror game with live-action cutscenes. Pillows at the ready. My name is Andres Borghi, and I'm a film director from Argentina. I'm also a game developer. The game I'm working on right now, it's called Tenebris Somnia. It's an old-fashioned survival horror game like Resident Evil or Silent Hill or Fatal Frame. But the catch is that in certain moments you have a cutscene, and the cutscene is suddenly a live action. The original idea for the game came while playing the independent horror game Faith by Airdorf. And I said, okay, let's do like a Nintendo game and a movie. In every horror movie, every horror game, when you see the monster is a bald guy or girl, big teeth, white eyes or black eyes, naked, very thin, very tall. It's always the same. It goes to be a cliche. So we have to really think how to make things different and unique. So what you are seeing right now is the behind the scenes of the filming, of the live action segments. When you make real film, you make the whole thing. You have the beginning, the middle and the end. But here it's like you're filming small parts of the story, separated. And the thing that glues them together is the game, the gameplay. I really have to be sure of what I'm making, because I'm kinda the only one that really understands what's going on in the shooting. When you're playing the game and you see everything in pixels, you don't really see her face, for example. And suddenly you see the actress in like real close-up. It makes you want more. At the end of the thing, it's a love story. Anyone can understand. There's magic, there's monsters, but the important thing is that you understand the love story, and anyone can understand the love story. For the moment, we only have a playable demo, which is on Steam. Tenebris Somnia will be out on Steam sometime around 2025. You can follow us on Twitter to see some updates of the game. Yeah, I'm going to head back over to be by your side for no reason whatsoever. Thank you, Cybot Studios, for reuniting us. And for that spine-chilling glimpse of Tenebris Somnia, which is coming to PC in 2025. But if you can't wait that long, a playable demo is available right now. If you've been keeping up with all things Future Games Show on social media, you'll know this broadcast is currently streaming live at PAX East in the Albatross Theatre as part of the official schedule. If you're there in person, hello. If you're not there in person, ignore what I just said. Which was... Exactly. You might even see us wandering around the halls or standing behind your back. Hiding under your chair. Playing with your hair. Longing for the unbridled thrill of human contact for the first time in years. Finally being loved. Metatextuality aside, this next video will give you the lowdown on what's happening at PAX East over the coming days. PAX East is taking place as we speak and runs until March the 24th. If you aren't there yourself, check out twitch.tv/PAX to keep up to date on all the show-related news. Back to it now, and we've got a new trailer for Dustborn, a road trip adventure game where you chart the divided states of America. Wo habe ich das denn schon mal gehört? Nearly 4,000 miles on roads less traveled to a place we've never heard of in service of a shadowy employer. Welcome to Betty's Diner. I'm pretending we're on a weekend road trip and not on the run. Normal procedure. Let's not give them a reason to detain us. Home run!
friends even know what you do? Using your Vox? I'm not going anywhere. Stop it. Stand down, officers. Oh, come on. Look at the fun we're having together. Hold the bus up. We walk among. Not dragging us into this would have been helpful. Right behind you. But if we keep fighting, we won't make it through the Republic. Promise me, you'll look after each other. Here's some more powerful words for you. Dustborn is coming to PlayStation, Xbox, and PC later this year. And we've got more to share about Dustborn in the official Future Games Show post-show. So make sure you stick around. Sam, come with me. How do you feel about cocoons? Cocoon? Yeah, you know, a safe, quiet place to be nurtured. Synonymous with butterflies and the film from 1985. Well, our next game is a cosmic horror Metroidvania. Huh? Wait, what's happening? You'll see. Product not yet rated. Oh, was ist das? Okay, der Stil sieht instant cool aus. Das sieht aus wie Hades. Das sieht aus wie, nicht Hades. Wie heißt denn der Mist? Hollow Knight. Okay, es sieht wirklich aus wie Hollow Knight. Ja. Voidwrought is coming to PC and Nintendo Switch in 2024. Make sure it's on your wish lists. You know, Sam, we deserve a pat on the back. We've stayed on track so far. Full steam ahead, if you know what I mean. You're right. Though I think the writers may have over-engineered the lead into our next game, don't you think? Just a bit. Hat leider viel nicht so geklappt, wie ich das gerne wollte. Choose your destiny. In Unreal 2, back on track. Wishlist it now as it's coming to Steam Early Access later this year. Okay, who wants a release date trailer? All of you? Yes. Even you, Colin from Gateshead. Well, there's good news because we've got a good one for an open-world survival crafting game. That's right, only a week to go. Omega Crafter is coming to Steam Early Access on March 28th. Up next is Ascendant Infinity, a squad-based FPS where players duke it out and extract resources while fending off murderous snails, amongst other things. Bring some salt.
glaube ich, nicht so meins. Please tell me we're keeping score. Ascendant Infinity is coming to PC, and you can find out how to sign up for the beta by heading to www.ascendant.com. 10 out your pockets, Ben. No, not again. I don't have anything. So I don't have... Okay, fine, you can have one thing, and that one thing will be my phone. Thank you. Later this year, the Future Games Show will be Das muss so merkwürdig sein, das ohne on Publikum zu mobile machen. games. So to give you a taste of what's to come, here's a world premiere. Oh, it was a bit about mobile games. So am I gonna get that back, or is it? Am I just? Leider nur AAA. Das reicht nicht. It's a gift. You gave it to me. Foundation Galactic Frontier. Foundation Galactic Frontier is launching first on iOS and Android, and you can look out for more info about it and our mobile showcase in the coming months. Okay, as we all know by now, the Future Game Show has always celebrated the most exciting upcoming games, and from 2024, we're starting a Future Games Show Ones to Watch yearbook to keep track of what we're most excited about. These games are handpicked by the Future Game Show team and represent what they believe will be the talk of the town come awards season. And of course, no yearbook is complete without hyper-specific awards. For example, most likely to win the hearts of the nation while being extremely handsome, that would be me. Yeah. Or most likely to pick up a short king and throw them over their shoulder. Also me. With prep time. Yeah, I think they get the picture. So, please join us in celebrating our first entry die werden so aufs Dach bekommen von Twitter, ey. Das ist psychological sequel with eye-popping graphics to boot. Das ist echt... Ich benutze selten das Wort cringe, aber... Boah. Senua's saga Hellblade 2 enters our Future Game Show Ones to Watch 2024 yearbook a whopping 7 years since the launch of Hellblade Senua's Sacrifice. A story-driven action-adventure game from Cambridge developers Ninja Theory, Hellblade is memorable for its myth-infused world and unique approach to psychological horror. Protagonist Senua suffers from psychosis, represented by a cacophony of binaural voices commenting on her every move. Auditory hallucinations known in-game as the Furies. Can you smell their fear? He's here. Death is coming. Look at the bones. Death is coming
Look at the bones. That's going to be you. That's going to be everyone. Following its electrifying debut at the Game Awards in 2019, which involved plenty of hauntingly animated chanting, Hellblade 2 quickly shot to the top of our ones to watch list here at the Future Game Show. Senua seems to have found herself in command of an army of warriors in the sequel and is planning to bring the fight back to the Vikings who raided her village and killed her lover. The Furies also haunt Senua in the second game, taunting Senua about looming death and the fate of those around her as she strives to rebel against tyranny in 10th century Iceland. As well as thrilling set pieces full of nervous exploration and close shaves, Hellblade 2 features an expanded combat system. We've seen Senua with a sword in hand, dealing savage finishes, blocking brutal strikes, and dodging supernatural streams of flames. Climbing and caving through difficult environments also play a part in the experience, augmented by eye-popping Unreal Engine 5 visuals. Fortunately for all of us, we won't have to wait too long to lose ourselves to this extremely exciting narrative. Senua's saga Hellblade 2 is set to launch on May 21st, 2024, and is coming to Xbox Series X and PC. Die sagen die ganze Zeit Senua. Senua's Saga Hellblade 2 is coming to Xbox and PC on May 21st, 2024. It's the first game to enter our fancy little yearbook, with more to come later on in the show. Let's switch gears now and check in with our friends at ES Digital Games, who have not one or two, but 3 upcoming games to show you. Rin Delora, the whole syndicate is looking for you, and I found you first. Your father instructed me to play this message for you. Do you want to hear it? Ich hab so das Gefühl, wir machen heute echt nur die Vorderseite. I was hoping you would know where he went. I don't. We all used to call him Stormwalker. Where is Rin Delora now? Kill the rebel girl and bring Rin Delora directly to me. It was supposed to be a routine mission. But something went terribly wrong. This is not the end. I will get to the truth, no matter what. From far off and in close range, the alchemist battles the strange. Also irgendwas, was mich krass überrascht umgehauen hat, gab es aber bisher noch nicht, oder? Oder habe ich irgendwas Wichtiges verpasst? Battlejuice, Alchemist. Thank you to ES Digital for the update on Awaken Astral Blade, Sky of Tides, and Battlejuice Alchemist. Go get them on your wish lists. No Rest for the Wicked is the next game from Ori developers Moon Studios. So let's throw it over to the team to see what we can expect from this genre-bending action RPG when it enters early access in April. Hey, I'm Thomas Mahler. I'm the creative director at Moon Studios. Hey, I'm Gennady, and I'm a production and technical Thomas director. Mahler kenne ich. Both of us are the founders of Moon. Woher kenne ich Thomas Mahler? Habe ich mal mit dem gearbeitet?
Woher kenne ich Thomas Mahler? Oder war das der von, was ich den nur von Uri on our new project, which is Der Name called kommt No mir Rest for the super Wicked. bekannt vor. It's basically just my Mahler mit dream H. project, right? It's the action RPG that I always wanted to play and wanted to play for 20 years now. We're trying to create one of the Kann's best gerade combat überhaupt nicht systems on the einsortieren. market. We also want to completely change how exploration is done, right? That you're not just walking around on a randomly generated flat plane. Combine that with the multiplayer aspect, combine that with all these quote-unquote social elements of like building the town and housing and farming and all of those things. It's the kind of game that I always wanted to see somebody making, but because they didn't make it, we are making it now. The big thing for us to tell people is that the more you would look into No Rest for the Wicked, the more you would understand that what we're trying to do is kind of create our own mix. So we will look at any particular genre and we would take the elements from this genre that we are excited about. We put it all together into one game and then we iterate on it. So we might take, combat inspirations from the Soul series, Monster Hunter, animation commit-driven combat, but also fighting games, things that have combos, things that have special moves, and we try to make it and tune it in our own way. Then we look at things like exploration, interconnected, multifaceted, dense level design that encourages retraversal and discovering the world. So it's really not one game in particular we're trying to necessarily follow. We're just inspired by all of these different elements from all of these different games. We put it together and try to grow it and make it into the most perfect version it can be. No Rest for the Wicked is coming to early access on Steam on April 18th. Vielleicht bilde ich es mir nur ein. That was the latest on No Rest for the Wicked, which will be available via Steam Early Access on April 18th and is coming to PlayStation and Xbox. And we've got even more exclusive details about that one in the post-show. Definitely stick around for that. Okay, up next is a new trailer for Holston, a psychological shooter where you swap seamlessly between a top-down and third-person perspective. Przez las? Nie ma mowy. Masz pan chociaż jakąś furę albo coś? Ubojnie to tam był bieg. Czego tu się dać w takim ubojnie? Ale las to inna, prawda, para kaloszy. Holston is coming to PlayStation, Xbox, Switch, and PC when it's ready. We've got your first look at EV2 next, a futuristic shooter where you battle against otherworldly creatures in souped-up mech suits. Among the ruins of a shattered Earth, humanity rallies against an overwhelming invader, waging a war for survival. Using powerful suits, humanity suddenly stands a chance against a mighty foe. Gear up. Battle to win. Earn great rewards and save humanity. Dankeschön. Ich krieg von sowas nichts mit. Du und Raffi sind die einzigen, die das irgendwie gemerkt haben, inklusive mir. Forge alliances and fight for glory. Join the fight now. Hast aber nicht viel verpasst. EV2 is coming to PC in early 2025. Huddle up, fellow RPG fans. Now, I understand the long-awaited sequel to Dragon's Dogma is coming out in a matter of hours, and the excitement levels are off the charts. Not to make the 12-year wait any more excruciating,
But our friends at Capcom have sent us a fiery trailer Nein. to prepare you for launch. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mehr Dragon's Dogma. Fantasy and fate. You've existed before. As a chosen hero bestowed with immense power. A nefarious wielder of great magic. Okay. A conqueror of monsters. Haben wir alles schon gesehen? Oh, das war der Trickster. Time to take your place among the worthy. Ja, die Grafik ist halt neu, aber... Also diese Kirchengrafik. Haben wir gesehen. Die Rüstung haben wir auch gesehen. Den Ausschnitt haben wir auch gesehen. Okay, nichts Neues. Zumindest nichts, was ich jetzt spontan gefunden habe. Guck mal, ich mach das jetzt so, dass an dem... geht das? Ich weiß nicht, ob ich nah genug... Wie muss ich kippen? Dass an dem Vogelstangen-Dingsbums eine kleine Lampe hängt, versuche ich gerade zu machen. Aber ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Ooh, Clive and Karlak do karaoke. I was thinking we could do Eternal Flame this time. That sounds great. Oh, the producers are shaking their heads. They'll regret this at the rap party. Anyway, instead, we're throwing it over to LA for a special performance of Home to Home from the Haunty soundtrack. Oh, and look out for a release date announcement as well. 0? Ach, oh. We'll go into eighth note clicks at 41, 1 and 2 and 3 and 4 and... Oh, was ist das? Okay, da legt die Katze den Pinsel weg. Was ist das? Haben wir das schon mal gesehen? Ist das Ding von Asmongold's Studio? Ich habe leider vergessen, wie dem sein Studio hieß. Das sieht nett aus. Oh wow, okay. Haben die schon Namen gesagt? Oder habe ich einen Namen verpasst? Das ist ein ganz schön langer Trailer für so ein Spiel.
Haunty. Firestoke. Moonloop. Nee, sagt mir beides nicht. Thank you to everyone involved with that beautiful performance. Haunty is coming to PC, PlayStation, Nintendo Switch and Xbox on May 23rd, 2024. And you can watch the full reveal trailer on the FGS YouTube channel. Our next game follows a fiend called Beelzebub as they try to survive in a desert world ravaged by water shortage. Let's check out a brand new gameplay trailer for Sandland. Peggy 12. Rest in Peace, Akira Toriyama. In both the bright light of day and the long dark of night, I pledge to devote my entire being to and do all in my power for this great nation of Forestland and you, its people. They're the Forestland Army. The Forestland Army is really something else. Starting off as the underdogs? Sounds like my kind of fight. Just you wait, Forestland Army. I'm gonna need Oh, you die to Stimme von hand over Beelzebub that ist cool. acquaintance. Die haben wir vorher noch nicht gehört, glaube ich. Right is relative after all. Ich glaube, wir hatten noch nichts mit Sprachausgabe bisher. Demons are no match for the illustrious Rosetta Brigade. Listen, Rosetta! We can resolve this if you'll just talk to us! Keep your naive ideals in your diary. Aquanium. Indeed it is. With this, Ich glaube, our army will control the entire world. For the sake of je mehr davon ich sehe, umso interessanter kommt mir das Gameplay vor tatsächlich. Ich glaube, dieser Panzerkampf ist gar nicht so langweilig, nur noch 15, wie ich zuerst dachte. Das könnte so ein bisschen Armored Core Light Ding haben. I don't go by Shiva anymore, though. Now, foul fiend! Better start begging before I run out of patience! He's not human. Munio. So in der Art, wie diese ganzen japanischen Mech-Spiele funktionieren. Kein Wort über Toriyama. Das finde ich ein bisschen... hätte ich nicht gedacht. Okay. Gab auch nur einen Manga, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es einen Anime gab. Den Manga habe ich auch. Gab es einen Anime? Vielleicht gab es einen. Space Prison, a game where you break out of a galactic complex by crafting contraband, brawling inmates, and raising an army of mutant rodents. Das ist von den Dungeon, wie hieß das? Das, was Michi so gern gespielt hat. Deadly Dungeon, Darkest Dungeon Leuten. Space Prison, Fire Squid. Sag mir nix. Are you ready to be king of the rats? You better be, because Space Prison is coming to PC on April the 10th, 2024. Now it's time to reopen the Future Game Show Ones to Watch yearbook and hand out one of our prestigious badges. Our next entry is an open-world smuggler's tale that will have you infiltrating wretched hives of scum and villainy. From a galaxy far, far away, Star Wars Outlaws speeds its way into the pages of our Future Game Show Ones to Watch yearbook. Let's jump! Outlaws is a third-person scoundrel simulator from Open World Maestro's Massive Entertainment.
known for spearheading Tom Clancy's The Division and last year's Avatar: Frontiers of Pandora. I think that went pretty well, right? In the sacred timeline, Star Wars Outlaws sits between The Empire Strikes Back and Return of the Jedi, and stars enterprising outlaw Kay Vess. Boasting an adorable alien companion, a droid bodyguard in a trench coat, and a customizable speeder bike, Vess sets out to become a household name in the underworld by planning heists and schmoozing with syndicates. So yes, you can expect a few uncomfortable audiences with Jabba the Hutt. Not the first time we've outrun the Empire. As well as engaging in gun and gadget-fueled infiltration combat, which inevitably leads to high-speed escapes, you'll dogfight in your ship, the Trailblazer, and explore the galaxy's cities, deserts, and hives. From Tatooine to Kijimi and the planets between, you'll score credits, smuggle goods, and make difficult choices to manage Kay's growing reputation. And her wanted level. Outlaws is coming to PC, PS5, and Xbox Series X sometime in 2024. But crucially, that means there's still time for you to draw up plans for how you'll play the galaxy's most notorious criminals off each other for your own selfish gain. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. We are delighted to welcome Star Wars Outlaws into our Once to Watch yearbook, and we'll be bringing you more coverage on the Future Game Show YouTube channel as we move closer to the release date later this year. What's next, Ben? Ben? Oh no. Not this again. What? Leave him alone. How dare you bully him? Only I get to bully him. Are we clear? Leute. Blockbuster Inc. lets you go behind the scenes and run your own movie studio, picking stars and setting scenes in a bid to sweep up the awards. I'm clearly going to be great at this one. Thank you, sir. You're welcome. I didn't punch him. I really did not. From the worst cinematic nightmares. Oh, hi, Tom. Ernsthaft? The Room to an game? Unforgettable, masterful cinematography. Please? Blockbuster Inc. Game where you make your dream movies come Ach so, true. Ich dachte schon. Create your own sets. Ooh, fancy. Wie ist The Movies damals Make gelaufen? your War das dream nicht irgendwie ein movies. Mega-Flop oder so? Dieses Sid Meier... Even if they are a bit weird. Sid Meier Film-Bauspiel. Win prestigious awards in grand ceremonies. Nurture your movie stars. Navigate through the history of cinematography. Blockbuster Inc. Coming soon. Yeah. Blockbuster Inc. is coming to PC on June the 6th, 2024. Switching gears, the developers of tropical sandbox adventure Cheer are here to reveal some exciting news about the future of the game.
Okay. That's right. Chia launches today on Steam and is coming to Nintendo Switch this summer. And that's not all. Existing players on PlayStation and Epic Games Store can check out the major game update too. We've got a closer look at Rumble Club now, a clumsy combat game that's a complete clobberfest. Try saying that 10 times. Kinship. Brotherhood. Throughout time and antiquity, the building blocks of society have been based on democracy, debate and compromise through peaceful deliberation. But sometimes there is no more powerful way to make a point than a punch to the face! In Rumble Club, there's no problem! A punch and solve! Don't fall! Don't stumble! Rumble! Wish list now! You know what we're doing. Do it. Just land on Tectone and get him out. Whatever that was. No! Time to die, Emmy. No, no! Oh! I'm alive! Something Help! Help! Getting ping pong. Tectone, please! Let's go, baby! Rumble Club is coming to PC and mobile this April. Our next game has musical contributions from none other than Rick Astley. And we promise this isn't some elaborate bit. We wouldn't want to let you down like that. Yeah, we'd never tell a lie and hurt you. Ja, wir haben den jetzt kapiert. Oh, der Humor ist echt nicht gut. Leider. Mom! Oh, what is it? Are you sure we can't go back to our old house? You'll soon get used to it. Think of it as an adventure. And who might you be? I'm Simon. Don't you remember me? Oh mein Gott. This is a prequel. Simon the Sorcerer. Oh, das sieht schade, dass sie den Stil ausgesucht haben. demand to know who we're dealing with. Oh boy. Oh boy. Come on, Simon. Get the magic books. Oh boy. Defeat Ich freue mich übers Spiel. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Stil halte. Save the magic worlds. Easy, right? Cool. Cool. Oh, neuer auch. Kein Remaster, Remake, was auch immer. Simon the Sorcerer Origins is coming to PlayStation, Xbox, Nice. Switch, PC, Apple and Linux in 2024. So point and click it into your wish lists. Now, we know you love a good... Teaser. This again. Look, Ben, I know you are in a game with an active battle system, but this is a strictly turn-based production. Noted. I'll follow the initiative from now on. I'm just giddy about the next world premiere, which is a collaboration between two incredible forces of nature, kind of like us, Sam. Come on, what is this, guys? Right? Come on. Right? Do you know what I mean? It's a good gag. It's a funny joke. Why won't anyone laugh? Where did the laughter go? Why do we not laugh anymore? Okay. Ja, Project Mango is a collaboration between Tucana Interactive, developers of Dorf Romantic, and YouTube animation maestros Kurzgesagt in a nutshell. It's coming to Steam in 2025. Up next, we've got the latest update on Outpost Infinity Siege, a first-person shooter with base building and tower defense elements. It's over. Forget our old doomsday scenarios. In the end, Outpost Infinity Siege klingt wie so ein Name, der von einem
Generator erschaffen wurde. And yet, when evil reigns supreme, heroes rise up in defiance. They are the glimmer of hope within the encroaching darkness. Outpost core link established. Commencing synchronization. 20%. 50%. 100%. Fire. Let our death become the embers that ignite the fires of hope. Outpost Infinity Siege is officially coming to Steam on March 26th. We're taking a trip to the Scottish Highlands now to hear the latest on Farewell North, an atmospheric puzzle adventure starring a border collie and its owner. Okay, Chesley. I think it's time. Wehe, ihr macht ein trauriges Spiel beim Hund. Werde ich aber fuchsig. Ja, ich weiß jetzt schon, dass der Hund am Ende stirbt. Kannten wir das? Der Name kommt mir ganz dunkel bekannt vor, aber vielleicht tue ich mich. Pack your hiking gear because we're pleased to announce that Farewell North is coming to PC, Nintendo Switch and Xbox on August 15th. Our next game will have you praying to the gods for help as you take on hordes of Draugr in PvE combat. My name is Mark Jacobs. I am the CEO / Chief Creative at now Unchained Entertainment. We're currently working on 3 things: Final Stand Ragnarok, Camelot Unchained, and the Unchained Engine, which powers the games that we're making now, the games we're going to make in the future, and also, of course, the name change. It's been a while for us to get where we are. But the key thing for us is we never gave up. And now we're at the point where not only is FSR ready to launch, but our engine can do things that no one else that we've seen so far is able to do. And what we wanted to do was large-scale battles, 500 or more people, 30 frames a second. My name is Michelle Davies. I'm art director at Unchained Entertainment, currently working on Final Stand Ragnarok. The really cool part about it and where its core is, it allows for many more entities than you see in other engines to give you that Helm's Deep. Final Stand Ragnarok, it is the few versus hordes, thousands of enemies. FSR is a hack and slash, Buddha slasher.
It is meant to be fun and silly and snarky at times. You know, this is a game that doesn't try to take itself too seriously. We're also going to have what we're calling First Look Fridays, where we're going to offer players a sneak peek at things like new scenarios, new champions, modified scenarios. Hey, maybe we'll make this a little harder, or maybe instead of 1,000, NPCs coming in a wave, we're going to make 500, make them a lot more powerful. We're going to try different things with them. No matter how well you thought things out, the players are going to have much more interesting things to say once they've played it. We want to see what they like, what they don't like. And the way FSR has been built, it is so easy for us to make changes, in a scenario. Being able to do that real time with real players gives us such an edge in iteration. And certainly the scale is always going to be, our strongest suit. If you would like to experience what it feels like to be in that moment, the middle of Helm's Deep, fighting the onslaught, you're really going to like Final Stand Ragnarok. The goal right now is to launch. Ich höre Helm's Deep, und ich sehe PC, of course. And then etwas, was nicht besonders hübsch year, ist. We're going to be working to get it at least on one of the consoles and launch fairly quickly after that. Final Stand Ragnarok will launch on PC this month, with console versions to come in the near future. It's time for the Ones to Play montage, which is where we cover a series of awesome games that will be available to play right after the show. Just head to the Future Game Show Steam page, where you'll find all the featured demos in every game in today's broadcast. May your wish lists runneth over. First up is New Star GP, a rip-roaring retro racer with arcade sensibilities. And this is Realm of Ink, a mythological action roguelike where you call on the power of adorable ink pets. And here's Go-Go Town, a cartoon sandbox where you rejuvenate a rundown city. Up next is Follow the Meaning, a peculiar point-and-click puzzler starring a detective with a delightful trilby. Angerfoot is sliding in now, a lightning-fast FPS that puts the kick into kick-ass. Or how about Duck Paradox, a disco-dancing bullet hell platformer where you rescue your web-footed workmate. Rounding out the crew is Deathbound, an action RPG where you combine the personalities of fallen warriors. And remember, all these games are available to play for free right after the show. Thanks to everyone who worked with us to provide a free demo for the Ones to Play section. And speaking of free games, why not take a look up here? If you're one of the people lucky enough to claim one of these, then you just got yourself access to a time-limited playtest of Go-Go Town. So get Go-Go going. And I suspect they're all gone now. So, here's a gameplay trailer for Terratech World. Ich glaube, ich habe nicht einen Witz gehört, der wirklich angekommen ist hier. Also zumindest bei mir. Ne? Ohne Publikum ist das ja immer ein bisschen schwer zu sagen. Rev your engines, because Terratech Worlds is coming to Steam Early Access on the 22nd of March, which is tomorrow.
Time to slip on your dancing shoes now, as we've got a psychedelic rhythm shooter where you empty your clip to the beat. 1, 2, 3, boom! Target acquired. Target's location. Working on. Irgendwie gibt's viel so, Wow, so many choices. mach irgendwas zum Beat Musikspielen in letzter Zeit, oder? Oder bilde ich mir das ein? It can't be this easy. It wasn't this easy. I love a good remix. Robo Beat is coming to Steam and Epic Games Store on May 16th, 2024. So shoot it onto your wish lists. Also, a demo is available right now, so you can dive in after the show. Now, if you fancy yourself something of a contemporary Sherlock, this next game's for you. The operator has you analysing evidence to solve impossible, sometimes improbable cases from behind a computer screen. Welcome to the FDI, Mr. Tanner. As our newest operator, your role is to support our agents in the field. Using cutting-edge software, investigate mysterious crimes, dig for clues, uncover the truth. Good luck. The truth is out there. You just have to know where to look. The operator is coming to PC in May 2024. Okay, it's time to jump into our Ones to Watch yearbook for the last time in the Spring Showcase. And this entry comes with a special treat. But just before we get into it, a little scare warning for those afraid of vicious storms, uncertain circumstances, infestations of otherworldly horrors that slowly seek to destroy you and everything you hold dear, and the North Sea. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das echt geplant ist, dass jeder einzelne Witz nicht gut ist. Emerging from sinister depths, the Chinese Room's first-person psychological horror game Still Wakes the Deep has found a home in the future game show Ones to Watch yearbook. From the narrative magicians behind Everyone's Gone to the Rapture and Amnesia, a Machine for Pigs, Still Wakes the Deep is a rich tome of terror that seeks to push your panic buttons. Ach, davon haben wir schon einen Trailer gesehen, oder? Das war das mit dem Kisten und dem Lagerraum. Ja. Das haben wir schon mal gesehen. So, ich habe gute, ich habe schlechte Nachrichten. Die guten ist, ich lasse das so, die schlechten sind, ich habe keine Farben mehr. Gelb ist alle. Grün ist so gut wie alle. Hab noch ein bisschen blau und weiß und ich denke mal, damit male ich dann einfach den Rest an und ein bisschen Gras drumrum und damit hat sich das dann. Aber wir sehen jetzt so aus. Kamera. Da, ja. Wir haben jetzt unser kleines Hobbit-Haus, mehr oder weniger. Und die Tür oben ist das Fenster für die Vögel. Und unten an dem Dings hängt eine kleine Laterne. Es geht so. Es ist nicht perfekt geworden, aber es ist wesentlich besser geworden, als ich am Anfang dachte. Dankeschön, Niki. Dankeschön. Kaufe ich mir ein paar saure Gurken beim Kiosk. Und jetzt male ich den Rest einfach blau an. Dann ist das schon okay. Blau mit ein paar Wolken und ein bisschen Rasen. Ich gebe mir Mühe. Wie spät haben wir es? Ist es schon 12? I want you home. The girls want you home, but if you don't deal with this, then we are done for good. I love you, but I won't wait forever. Na gut.
Oh, die Farben trocknen auch so schnell, das ist irre. You heard it here first. Still Wakes the Deep is coming to PS5, Xbox and PC on June 18th. Let's look at Battle Crush now, a multiplayer action brawler where you fight like gods as the earth crumbles beneath your feet. Ich weiß halt auch nicht, was Wasserfarben auf so einem Vogelhaus zu suchen haben. Nicht so wirklich. Geht das nicht völlig Banane, wenn das dann das erste Mal regnet? So wie es aussieht, bekomme ich nicht mal eine Dachseite fertig, weil nicht genug Farbe dabei ist. Das ist wirklich nur gedacht, dass man irgendwie ein paar Blümchen oder so dran malt. That was Battle Crush, and the second beta test begins today, March 21st, on Steam, Android and iOS. It's hard to believe, but we've got yet another world premiere coming up next. So soon after the last one. That's more unlikely than a marble in Rosaria. To the architect, every idea starts with a single line, springing forth from our ambition and ending at the edges of our imagination. To them, an empty blueprint represents a world of possibilities. A world of dreams and doorways. Ich kratze hier echt das letzte aus dem Abwasser noch drin. Blueprints. 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 Clever, 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 clever. That was your first look at Blueprints, a strategic adventure game where you create the world you explore. It's coming soon to PC. All right. Up next, we've got an Unreal Engine 5 Survivors-like set in a world plagued by cosmic horrors. Here's Hordes of Hunger. Der Pinsel wieder aussehen. We need to slay him. Wishlists at the ready because Hordes of Hunger is coming to PC in 2024. Our next game is all about connecting blocks and controlling bots to climb the corporate ladder. Here's Linkito. Okay. Okay, das war's. Linkito invites you to connect on PC this summer. Hey, Alles Sam, alle. before we get on to the Alles alle.
Dafür, wir haben das Ding ausgereizt, dafür war es nicht gedacht. Why does Ben have a teddy bear called Samantha? I told you that in confidence. Okay, I'm gonna need some time. Well, that's okay, as we've got another dazzling world premiere up next. Let's roll that while I go sort him out. Peggy 18. Da ist ein Cthulhu. Ja. Okay, noch ein Kultaufbauspiel, was auch extrem spezifisch ist und von denen mir auch irgendwas einfällt, was in letzter Zeit rausgekommen ist. Ja, aber das scheint schon sehr Cthulhu angelehnt zu sein. Ja, Relier, okay. Okay, okay. Ich bin vorsichtig interessiert. Einfach weil ich ein Cthulhu-Stan bin. SimCity in hell? Kinda like living in the UK, right, Ben? It's the worst. Worshippers of Cthulhu is worming its way onto PC. Wie lang geht das Ding? Hast du gesagt? Läuft ja echt schon eine ganze Weile. Oh, das sieht cool aus. Ich mag den Stil jetzt schon, nur wegen dem einen Bild. Okay, ich will das spielen. Das weiß ich jetzt schon. Das sieht ja Wahnsinn aus. Oh, die Puppe, die Figur. You can inherit the heirloom when it lands on PC, Xbox, PlayStation and Nintendo Switch later this year. Here's a new trailer for Spine, ja. A cinematic gun-fu brawler where you take down an oppressive regime with the help of a talking backbone. Wie hieß das Ding? Ich hab schon wieder vergessen. Mist. Heirloom. Ah, Kickstarter. Inadequately optimistic. It's starting to rain. Don't get your guns wet. Ja, kann ich die Figur noch bekommen oder nein? Das erste ist durch, alles ist durch. Toll, die gibt's exklusiv auf Kickstarter und der Kickstarter ist schon längst abgelaufen. Das ist ja, das finde ich nicht gut. We've got the latest update on Indica, a psychological puzzle game where you play as a rogue nun. Ah, mein Auge juckt. Warum juckt mein Auge? Das lässt sich nicht los, ne? Da ist die... Alter, okay,
Edition mit der Figur hat $750 gekostet. 750. Finde ich es ein bisschen dreist, damit Werbung zu machen. God, please. Man kann es halt auch eh nicht mehr kaufen. Außer die wollen das noch irgendwo anders rausbringen und dann wäre es scheiße für die Kickstarter-Leute, die 750 € dafür ausgegeben haben. Aber hier steht exklusiv auf Kickstarter. Is this a part of your plan? Ja, okay, das ist mir ein bisschen zu viel. Mal abgesehen davon, dass man es nicht mehr kaufen kann. So, was ist das? Ich habe nie aufgepasst. You can see I'm trying. But he's always behind my shoulder. Ups. Ach, ich kann es ja jetzt auch erstmal hier auf. So. Da mich werdet ihr nicht los. Befriending a demon. Tiefling! Tiefling! How many times do I have to tell you? Ben, it's a tiefling! It's different from a demon! Hasn't gone so badly for me. That was Indica. Oh, das tut mir so leid. Warum wurde die da reinge... Oh. I hate to break it to you, Ben, but this next one is our last trailer. It is a super cool world premiere, though, which takes the sting out of saying goodbye. I'm deeply sad about this, but somehow that feeling is being slowly usurped by the promise of a new video game to look at. Curious. You want the truth, my liege? Peace is a fairy tale. Something you tell young rats to stifle the nightmares. It's high time you woke up, for the nightmare is upon us. As war raged in the south, a terrible evil stirred in the north, endlessly clawing from one year to the next, until finally free of its frostbound imprisonment. You think you know suffering? You know nothing, my liege. Wings black as death, fangs sharp as steel, and a thirst for vengeance that will not sate. There's a time for heroes. That time is over. The kingdom needs a warrior. Forged of the north, and as cold as the snow that shrouds these lands. A rat. Weiß nicht, was sagen wir? Carved from iron. Bred for battle. And unleashed in war. Ja, oder? And so, a new tale begins. Es gab halt auch irgendwie echt viele von diesen 2D Souls-like Metroidvania Dingsbums spielen. Da gab es halt wirklich viele von in den letzten Jahren. Tales of Iron 2, Whiskers of Winter, which is coming to PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X and S, Xbox One, and Nintendo Switch in 2024. But with that, we will have to bid you all adieu. Sam, I can feel you laughing and smiling uncomfortably. Why? Nothing. It's just, well, it's not nothing actually. It's not the end of the show because we have another trailer. It's like a one more thing, you know? All the big showcases do it, apparently. Right. And you just kept this to yourself the whole time
You know, we've been emailing about this, and we've been like rehearsing it, and I feel like I'm an idiot. I know, and best of all, it's another world premiere. Gotcha. No, not gotcha, Sam. You've embarrassed me. Gotcha. No, Sam. Not gotcha. Not gotcha. Don't go. Gotcha. 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 Oh, Head up. Ich bin leicht interessiert. Hat ein Head-Up nicht zugemacht? War da nicht irgendwas von wegen, die mussten zumachen wegen Geld und so? Ha. Was ist das? Sieht leicht stalkerisch aus. Ist das... Ist es ein 3D-Limbo? Nicht Limbo, das andere. Nee, okay. Industria. Ich kenne eins nicht. Ja, nee, ja. Inside? War das Inside? Mit den roten Lichtern und den Schläuchen an den Menschen? Kann sein. Was ist Industria 1? Das sagt mir gar nichts. No more funny business. That really was our final trailer of the show. For real this time. It's been an absolute pleasure, Sam. Likewise, Ben. But before we make good on our karaoke promise, we'd like to thank everyone for tuning in wherever you are. We'd also like to shout out the people behind the scenes who've made this spring showcase a reality, and our partners over at PAX. Remember to head over to the dedicated Future Game Show Steam page to add the games we've covered to your wishlists. Finally, just before we go, stehen die in einem Greenscreen-Ding? Die haben keinen Schatten und nix. Oder sieht das nur so aus? Das sieht aus, als wären sie da reingefotoshoppt im Moment. Somehow coupled with headline news about huge profits. We simply couldn't have a show like this full of awesome trailers and demos and presentations without the hard-working people who turn such inspired ideas into reality. The makers of this show, and both Ben and I, we want to acknowledge just how difficult it's become to work and feel supported in this industry. So for everyone out there weathering this storm, regardless of what nee, das sagt mir gar nichts. That we see you, we're thinking of you, and we truly das sagt mir gar nichts. That things are going to get better. Haben Trüberbogen und Innerworld gemacht. Veröffentlicht. Veröffentlicht. Die sind Publisher. This has been the Future Game Show Spring Showcase 2024. Frostpunk fällt mir ein, Gone Home fällt mir ein. Whilst we're leaving you for pastures new, the Future Game Show Expansion Pack is up next with features developing Terraria, and even more world premiere. It's just 60 seconds away, so we probably don't weiß ich nicht genau. time to entertain you good people during the intro. Und hier Limbo, deswegen bin ich auf Limbo gekommen. Und ich wette noch mehr. Die haben eine Menge Sachen veröffentlicht. Das ist so ein Indie-Dev-Ding. Die sitzen, glaube ich, auch in Deutschland, oder? In Düren. Ja. Hab's auch gerade. Ja, geht so. Geht so, ne? Mein Favorit, glaube ich, war eins der beiden 2D gezeichneten Dinger. Ich schätze mal, ich habe schon wieder vergessen, Heirloom oder das andere Ding, dessen Namen ich vergessen habe. Waren so meine ich guck vom Malen auf Spiele. Oh, was war das? Das habe ich gar nicht gesehen. Was war denn dieses Pseudo 3D, 2D Autorennspiel da? Habe ich gar nicht gesehen. Expansion Pack.
Ja, das ist mir jetzt egal. Okay, dann war's das. Hier habt ihr nochmal einen wunderschönen Blick auf mein... Warte, ich muss das Ding hier loswerden. Da, weg mit dir. Einen wunderschönen Blick auf mein wunderschönes Vogelhaus. Es sieht live ein bisschen besser aus als hier, aber nicht viel. Und wir gucken mal, wie es das Wetter mitmacht. Ich schicke da nochmal ein Live-Bild auf Twitter hoch oder so. Auf Blue Sky, auf Threads, eins von denen. Wo ist mein magischer Knopf? Wo ist mein magischer Knopf? Da. Da. Macht euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns gleich noch im Discord. Vielen Dank fürs Zugucken. Und wünsche euch was. Dank dir. Gute Nacht.